Liebe Freunde, die Herzlosigkeit muss abgeschafft werden, denn diese hat es ja zu dem gebracht, dass die Not und das Elend so groß geworden ist. Nun, wenn der Kleine, ich sage der Kleine, schon so ist, wie sollen wohl da die Größeren sein, die Sie als groß bezeichnen? Was glauben Sie, wie diese Menschen über die Massen vieler Menschen, die in die größte Not und das größte Elend geraten sind, wie sie nicht nur sprechen, sondern wie sie über diese das Urteil gesprochen haben? Und die Menschen doch tatsächlich machtlos sind. Ich betone ausdrücklich, dass dies mit Parteipolitik nichts zu tun hat. Aber wehe denen, es sollte zu dem kommen, dass ich auch darüber in aller Öffentlichkeit, gleich von welchem Sender aus spreche. Mir war mir diese schon oft angeboten. Ich sollte über die heutige Weltlage, ich sollte heute über die weltpolitische Lage sprechen. Dann weiß ich den Menschen mehr zu sagen, als das, woran er bisher geglaubt hat. Wir aber, liebe Freunde, die Sie sich schon so oft von sich gesagt, dass Sie sich hier wohlfühlen, dass Sie glauben, ja, das ist schon das Richtige. Ich weiß, dass Sie nur auf das eine eingestellt, zum größten Teil auf das eine eingestellt sind, unwissenderweise. Ich gehe ja nur dorthin, um wirklich gesund zu werden, sodass der grüne Heiler Heiler macht. Nein, Freunde, ich habe eine viel größere Aufgabe. Ich habe es oft gesagt, das alles tut man so nebenbei. Und das geschieht auch so, wenn der Mensch nicht unvorbereitet kommt. Wenn ich herzlos gewesen wäre, ja, was hätte ich dann mit all den anderen, was hätte ich dann mit den Flüchtlingen zu tun? Obwohl auch ich, nebenbei bemerkt, vorher gewusst, dass ich das Stückchen Fleckchen Erde, das man als Heimat bezeichnet, vorerst nicht betreten werde. Ich bin noch keiner Behörde angegangen, noch niemanden angegangen, auch keinen Menschen angegangen und sagt, komm, gib mir ein Stück Brot. Nein. Das habe ich nur immer ehrlich erarbeitet, ehrlich verdient und das noch weitergegeben. Aber könnte nicht jeder Mensch so sein. Liebe Freunde, so sie Gutes nicht nur an sich selbst, sondern schon an ihren Nächsten tun. Das ist ein wirklich wahrer Gottesdienst. Dann werden sie auch den Lohn Gottes empfangen. Glauben Sie es mir. Nicht herzlos sein, sondern nehmen Sie viel Gutes. Nehmen Sie die Liebe Gottes in sich auf, dann sind auch Sie ein anderer. Dann haben Sie keine Sorgen und Nöten, im Gegenteil, dann sind Sie ein lebensfroh bejahender Mensch. Sie zählen sich dann zu den glücklichsten Menschen aller Menschen. Denn die Freudegebigkeit ist die größte. Und wie glücklich ist der eine und der andere, wenn er hier und dort mal einem Menschen das Leben gerettet, wie man sagt, als Lebensretter ausgezeichnet wird. Was für ein glückstrahlendes Gefühl hat dieser Mensch Zeit seines Lebens in sich. Ich habe wenigstens etwas in diesem meinem Leben getan. Es ist nicht viel, aber ich habe wirklich einen Menschen vorm Ertrinken, einen Menschen vor dem Verbrennen gerettet. Und so könnte ich Ihnen vieles aufzählen. Könnten auch Sie nicht dieses Glücksgefühl haben, wenn Sie nur einen helfen? Das erste Glücksgefühl ist doch das, dass Sie an sich das tun, was Sie für sich selbst, für Ihren Körper nötig haben. Dass Sie aus diesem die Lehre ziehen, um Ihre Nächsten auch belehren zu können, womit Sie ihnen gleich helfen. Nicht, dass Sie sich da beschmusen lassen. Nein, Freunde, ein offen, ehrliches, bestimmtes Wort. Aber bitte lieber nicht zu viele Worte, sondern lassen Sie dafür lieber die Tat sprechen. Es gibt viele Menschen, die da sagen, ich werde helfen. Hat man mir bei der Freimachung von Wohnungen auch gesagt. Von behördlicher Seite sollte ich den Amerikanern, das heißt amerikanische Polizei und deutsche Polizei, zur Verfügung gestellt erhalten, damit ich mit Druck dahinter die Wohnung freimache. Sage ich, nein, ich spreche von Mensch zu Mensch. Und ich habe es
Frei bekommen, das heißt, dass ich die Wohnräume erhielt, wie ich sie für die Zwangsvertriebenen erhalten habe.